Und jetzt geht's ab zum Einlagern des Getreides. Ja, jetzt geht's ab zum Landhandel, wo das Korn abgebunkert wird. Jetzt gibt er wieder richtig Gas. Ja, wir sind jetzt hier bei der Genossenschaft mit angekommen und hier wird das Getreide in den Silos hinter mir mit eingelagert. Dafür wird zuerst das ganze Gespann gewogen. Gleichzeitig wird eine Probe vom Getreide genommen, die dann auch sofort mit analysiert wird. Unter anderem auf Feuchtigkeit, Proteingehalt und Stärkeanteil. Anschließend geht es dann zu der entsprechenden Abladestelle, von wo das Getreide dann nach Sorte und Proteingehalt in die einzelnen Silos verteilt wird. Er sieht jetzt hier nach einer Menge Fummelei aus, aber letztendlich waren die Bolzen für die einzelnen Abkippseiten einfach ein bisschen verklemmt. Nichts, was nicht mit dem Hammer zu lösen wäre. Ja, aber nach dem Aufkippen hier geht das über den Kettenförderer, über den Druckkettenförderer, geht das dann oben in die Reinigung. Von da aus geht der Spelzer quasi in die Kammer rein. Und dann geht es von da aus in die Silos und wird das dann aufgeteilt zwischen Brotweizen. Brotweizen ist über 12% Protein und Futterweizen ist unter 12% Protein. Und damit die Landwirte, wenn die das einlagern und das wieder zurückhaben wollen, wird es in verschiedenen Silos aufgeteilt mit dem gleichen Proteingehalt oder ziemlich gleichen Proteingehalt, damit der Landwirt quasi das, was er geerntet hat, auch ziemlich gleich wieder zurückbekommt. Was ist das jetzt hier? Das ist der Abfall quasi vom Getreide, Spreu, Spelz und der ganze Staub und auch Stroh. Das wird hier gereinigt quasi, wenn das durch den Druckkettenförderer geht und dann in die Silos rein. Da kann man erstmal das Getreide teurer verkaufen, weil es schon vorgereinigt ist. Und vor allem haben dann die Leute, die zum Beispiel als Brotweizen kaufen, haben dann nicht so viel Spelz und dann, was die selber noch reinigen müssen, dann kann man das teurer verkaufen. Und wenn die Landwirte das kaufen als Futterweizen, damit die Schweine oder die Rinder nicht so viel Spelz dann quasi. Wie lange dauert das, bis das voll ist? Ja, einen Tag dauert das, da ist die Kammer ganz Echt? voll. Und danach kann man das benutzen, um als Dünger aufs Feld zu fahren, oder kann man auch kompostieren. Jetzt wird eigentlich nur noch mal das ganze Gespann leer gewogen. Dann gibt es noch einen Warenannahmeschein, damit man auch genau weiß, was und wie viel man eingelagert hat und auch die richtige Menge und Qualität wieder mit herausbekommt. Und zum Schluss gibt es nur noch eins zu tun, zurück aufs Feld und die nächste Fuhre abgeholt. Das war es soweit zum Thema Weizenernte. Alle Arbeiten auf dem Feld sind erledigt. Im nächsten und im letzten Video dieser Reihe wird uns Axel noch mal ein bisschen die Technik des Mähdreschers erklären und näher bringen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.